Amen. Amen. In our last class, In der letzten Unterrichtsstunde we spoke about the cause and effect relationship haben wir über die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung gesprochen. between the various dispensations that the 144,000 In go den through. verschiedenen Heilszeitaltern der 144.000. We saw that we can divide this line into 4 parts. Diese Linie, so haben wir gesehen, können wir in 4 Teile untergliedern. And that the effect of Jacob's time of trouble is the effect Und, that's caused by the Sunday law. und die Effekt, die Auswirkung von der Zeit der Trübsal Jakobs finden wir in der Zeit des And that Sonntagsgesetzes. the history of the former rain is the cause that effects or creates the Sunday law. Und die Geschichte des Frühregens ist die Ursache für die die das Sonntagsgesetz hervorbringt. We identified Wir haben gesehen, that the church and the world go through this experience, the Church and and the the world. dass die Kirche, die Gemeinde und die Welt diese Erfahrung machen werden. And when we speak about the church, Wenn wir über die Kirche, Gemeinde sprechen, we need to be careful who we're speaking about. dann müssen wir vorsichtig sein, um wen es dabei geht. It needs to be a story that you can thread all the way through this Es history. muss eine Geschichte geben, die wir die sich durch die ganze Geschichte hindurchzieht, ja. And if you were to simply go to the New Testament, Und wenn du nur das Neue Testament anschaust, you'll see that it's Paul and his colleagues, his dass, associates, dann wirst du sehen, dass es Paulus und seine Mitarbeiter sind, the primary characters that take the gospel to the world. die das Evangelium als wichtigste Mitarbeiter in die Welt tragen. And in fact, the established church, we might call it the conference, Und die etablierte Gemeinde, wir können sie auch Konferenz nennen, Generalkonferenz, they don't do any of that work. die tun nichts von dieser Arbeit. In fact, they resist. Sie widerstehen sogar. A good example of that is shown in Matthew 23. Gutes Beispiel dafür sehen wir in Matthäus 23. Verse 15. Matthäus 23, Vers 15. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, you make him twofold more the child of hell than yourselves. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr, als ihr es seid. What is a proselyte? Was ist ein Proselyt? If we turn to Matthew 23. Someone who's converted from another faith? Jemand, den man bekehrt hat? Sorry, from what? Heathen. Oh, from the heathen. Yes. Jemand, der vom Heidentum bekehrt wurde? So, can you find the Greek word for that? Könnt ihr das griechische Wort für Proselyt finden?
So it's G4339. Es ist G 4339. And in Thayer's definition, it says one who has come over from a Gentile religion to Judaism. Theos sagt, jemand, der vom Heidentum bekehrt wurde zum Judentum. Or Strong says someone who has arrived from a foreign religion or a foreign region. Was what? Someone who has arrived from a foreign region. Strong sagt, jemand, der aus einer fremden Region angekommen ist. So these Gentiles who become Jews, Diese Heiden also, die zu Juden bekehrt wurden, Jesus says what about them? über die sagt Jesus was? They're worse than the Pharisees. Sie sind schlimmer als die Pharisäer selbst. And the Pharisees are already the children of hell. Und dabei sind die Pharisäer selbst schon die Kinder der Hölle. So when it says the children of hell, Wenn es hier heißt, die Kinder der Hölle, what does that mean was bedeutet das? if you're a child of hell? Kind der Hölle zu sein. Child of Satan. Kind Satans. So at simple level, it means a child of Satan, but it means a person that is destined to go to hell. Es heißt, es ist eine Person, die dazu bestimmt ist, in die Hölle zu gehen. And hell, Und die in Hölle this context, is a place of future punishment. ist ein Platz der zukünftigen Bestrafung. You just read the word, it's 1067. Ist 76. So 1067. even though Entschuldigung. there's not a literal place that's called hell, Obwohl die Hölle kein wirklicher Platz ist, there is this imagery of this place of torment and pain. das ist ein Bildnis für einen Platz, wo gefoltert wird und man Leid erfährt. And the scribes and Pharisees are already headed in this direction. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer gehen bereits in diese Richtung. This is already their reward. Es ist bereits ihre Belohnung. And when they have a convert, they will be more destined to go to hell than the scribes and Pharisees. Und wenn sie einen Bekehrten dann haben, sind die noch mehr dazu bestimmt, in die Hölle zu gehen, Richtung Hölle zu gehen. And we read from the book of Acts. Wir haben aus Apostelgeschichte gelesen bereits. Remember what chapter it was? This was Paul Es ging um Paulus, as he stood before, I think it's Felix. als er, so glaube ich, vor Felix stand. 24. Yeah, Acts chapter 24. Apostelgeschichte 24. And I think we read from verse 14. Sorry, from verse 13. Und ich glaube, wir haben von Vers 13 ab bereits gelesen. In verse 10, Paul is thankful In Vers 10 sehen wir, dass Paulus dankbar ist, that Felix understands the Jewish economy. dass Felix die jüdische Gesellschaft versteht. And he explains the scenario that brought him to this place now. Und er erklärt, wie er in diese Situation hineingekommen ist. And he says, "But this I confess unto thee," verse 14, "that after the way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believe in all things which are written in the law and in the prophets." Und in Vers 14 sagt er dann, das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott der Väter auf diese Weise diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und den Propheten geschrieben steht. In German it says sect. Is it okay? Yes.
Sekte ist okay. So there's a argument or a fight between the Sanhedrin and Paul, Es gibt eine Auseinandersetzung zwischen dem Hohen Rat und Paulus. and they're fighting about who understands the gospel correctly. Und der Kampf geht darum, wer das Evangelium richtig versteht. And so we know that the Sanhedrin, or what we would call the established church, Und so wissen wir, dass der Hohe Rat oder man könnte auch sagen, die allgemein anerkannte Gemeindekirche does not do the work of sending the gospel to the world. nicht das Werk tut, das Evangelium in der Welt zu verbreiten. In Matthew 23, it only says, "Woe unto scribes and Pharisees." Do we have a clue why it doesn't mention the Sadducees? I think the Sadducees' fight with him is a different fight. Der Kampf, es ging um die Sadduzäer, das war eine Frage, und der Kampf mit den Sadduzäer sah wohl etwas anders aus. So I don't know why they're there or not. So if we turn to Acts 19, Apostelgeschichte 19. and pick up from verse 8. Ab Vers 8. And he, Paul, went into the synagogue and spake boldly for the space of 3 months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God. One second. Und er ging in die Synagoge und trat, die King James sagt, kühn auf, Deutsch heißt öffentlich, indem er 3 Monate lang Gespräche führte und sie dazu überzeugend versuchen von dem, was das Reich Gottes betrifft. This is in Ephesus. Das spielt sich in Ephesus ab. But when, verse 9, but when divers were hardened and believed not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them and separated the disciples, disputing daily in the school of one Tyrannus. Vers 9, da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleugdeten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. And this continued by the space of 2 years, so that all which dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. Das geschah, Vers 10, 2 Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, sowohl Juden als auch Griechen. So these are only a few passages that deal with the fight between the established church and what we would call the Christian church. Das sind jetzt nur einige Abschnitte gewesen, wo wir den Kampf sehen zwischen der eingesessenen Gemeinde und der christlichen Gemeinde. And this division, this struggle, Dieser Kampf is brought to view in Daniel 2. sieht man in Daniel 2. What other passages? In welchen Abschnitten noch? Where the Revelation passage. I forgot it. On the board. Wir sehen es auf der Tafel. Can you see it? There's about 4 or I think 3 or 4 passages. It's all on the board. Revelation 12. So you have Revelation 12. Offenbarung 12, We did Daniel 2, Daniel 2, Matthew 25, Matthäus 25 and early writings beginning page 269, the chapter called und Early Writings, we gave the page 269 Seite 269 im Englischen. and the shaking. Good. Und dort heißt es The Shaking oder die Sichtung. All of these passages, and they're not all of the ones that we could find,
all talk about a separation work. Es gibt noch mehr Abschnitte, aber alle sprechen über das Werk der Trennung. Yes. And all the ones we've just looked at now. Und das, was wir in Apostelgeschichte 14 gelesen haben. And the other, if you want to do a study on this, Wenn du das näher studieren möchtest, you could type in 2 words where? in Ellen White's writings. Kann man 2 Worte in das Schriftwerk von Schwester White eintippen. So one of them is sifting, Eins ist sifting and the other one is shaking. und shaking. Together or each or the other? Separately and together. Also sifting und shaking zusammen oder auch getrennt. We'll just read one passage. Wir lesen nur einen Abschnitt. Where is it? Testimonies to the Church, Volume 1. That's 1T, page 251. Testimonies to the Church, also Englisch, Zeugnisse für die Gemeinde, Seite 251. Paragraph 1. Paragraph 1. Mhm. Es gibt nicht im Deutschen. 251. She said their influence east. Ich habe es in Diepel drin. Ja. We'll cut halfway into the paragraph. To Begins where? with the word all. With Paul. Sorry? With Paul. Uh, Paulus. Paul. all. Mhm. Not Paul. Is it after the true sentiments? Such readily receive. The true, yeah, after that. The true sentiments of such do not appear until some influence opposed to the work of God arises, and then they may manifest true character. Such readily receive, cherish, and circulate reports which have no foundation in truth to destroy the influence of those who are engaged in Okay, this work. all. Then, all who Yeah. wish to draw off from the body will have opportunity. Alle, die aus dem Leib schöpfen wollen, werden Gelegenheit dazu haben. Something will arise to test everyone. Es wird sich etwas ergeben, das alle auf die Probe stellen wird. The great sifting time is just before us. Die große Sichtungszeit steht kurz bevor. The jealous and the fault-finding who are watching for evil will be shaken out. Die Eifersüchtigen und die Fehlersucher, die nach dem Bösen Ausschau halten, werden herausgesichtet werden. They hate reproof and despise correction. Sie hassen die Zurechtweisung und verachten die Korrektur. Those who love the spirit of the third angel's message can have no union with the spirit of Brother R and his wife. Diejenigen, die den Geist der dritten Engelsbotschaft lieben, können keine Vereinigung mit dem Geist von er und seiner Frau haben. So what is Ellen White describing? What is this model that she speaks of here? Von welchem Modell spricht sie hier? All who wish to draw off from the body. Alle, die sich dem Körper entziehen wollen. Which body is meant? It doesn't say, it just says the church. body. Oh ja, okay. So we would have to determine what that would be referring to. So we'd have to determine what it refers to. You don't want to translate that? Sorry? You don't want to translate that? Or? Yeah, please again. I was reading. Oh, so Sorry. we would have to you asked what is Yeah. the body? I said we would have to determine what that body is. Also wir müssen jetzt nachschauen, was mit dem Körper gemeint ist. So what tends to happen is Was hier geschieht, when we go to Daniel 2, wenn wir uns Daniel 2 betrachten, obviously we have the statue.
Da haben wir das Standbild. And we know now, most of us should, Und die meisten von uns sollten jetzt wissen, who are watching these presentations, die diese Präsentation angeschaut haben, that we can parallel this or compare it to what? dass wir das Standbild mit was parallel oder stellen oder vergleichen können. Everybody okay with that? Es wurde gesagt, der Berg. Sorry? No? Yeah. We can compare this to the mountain. Also mit dem Berg, vergleichbar mit dem Berg. And when we compare it to the mountain, if we just put the statue aside and we think about the mountain, Also wenn wir das vergleichen, legen wir das Standbild mal zur Seite und schauen uns nur den Berg an. what do we learn about that? Was haben wir darüber bereits gelernt? What's happening there Was geschieht dort on this side of the story? auf der Seite der Geschichte? There's a stone cut out. Ein Stein wird herausgetrennt. So the stone is in here, Der Stein befindet sich hier. if that's the way to think about it, So muss man sich das vorstellen. and it leaves and it settles outside. Und er verlässt diesen Platz und begibt sich nach außen. Is that how you understand it, Sister Tamina? Verstehst du das so, Schwester Tamina? Ja. No, Nein. I have it right. It seems like it already was. It was never a part of the mountain. It was in the mountain before. It was in here. Es war hier im Berg. Er war hier im How Berg. do you Der want me to draw Stein. it? Wie würdest du es zeichnen? Sorry? I just wanted to double check. You say it was part of the mountain before, and it was not just like a capsule within the mountain, waiting to be freed or something. So, if you don't like that, let's change it. Also es ging darum, dass dieser Stein nicht separat im Berg war und darauf gewartet, dass er befreit wird. Wenn dir das nicht gefällt, zeichnen wir das anders. It becomes a stone here outside. Es wird hier außen zu einem Stein. Perhaps you might prefer it this way. Vielleicht ist es so besser. Sorry for being picky. Maybe you might like it this way. There are all these come together, What is these little? these little blue dots, Diese kleinen blauen Punkte kommen nun alle zusammen. and they all clump together and they come out and they form Sie this, what we would call a stone. kommen zusammen und drängen nach außen und wir nennen das dann ein Stein. And if we were going to do that, then perhaps it might look like this. Vielleicht sieht es auch so aus. All these little pebbles all stuck together. Mit all diesen kleinen Punkten, die zusammenkleben, bitte. Bröckchen, die zusammenkleben. Would you prefer it like something like that? Was ziehst du vor? Would that be better for you? So, are you happy with this kind of model? Seid ihr mit diesem Modell zufrieden? Okay. I cannot understand how little stones come together and create a massive building, new building. Which massive building were you referring to? This one? Yeah, this is one stone. And if you take a granite or marble, it's one piece of stone. Of course, there are molecules, but this is not what she meant, I think. Sure. What did you mean then? She said it's not this little capsule that's in this mountain, which means it must have been dispersed in the mountain. It was completely part of the mountain, and then it comes out. One piece. I don't mind if you want to do it one piece. I can put a little ring round it. Also, es geht darum, ob viele kleine Punkte sich zusammenfinden oder ein Stück aus dem Berg herauskommt. Little stones with concrete together. You want to put concrete now? Yeah, the concrete is easy.
kleine Steine mit Beton zusammen und Zement, aber They hold together and like a house. Okay. Maybe they've got magnetic personalities vielleicht waren sie magnetisiert und halten deswegen and zusammen. they're just attracted to each other. So that wasn't my point, Und darum ging es mir eigentlich gar nicht. but if we're happy with that, or if we're not happy with that, Wenn wir damit jetzt nicht zufrieden sind, let me try and keep everyone happy. also ich möchte, dass jeder hier mit glücklich ist. Let's go to early writings. So gehen wir zu Early Writings. So Brother Wolfgang doesn't like all these little stones together. He wants one. Bruder Wolfgang möchte Ja. gern einen Stein sehen und nicht diese vielen kleinen in einem. So that's reasonable. I'm saying it in a sensible way. Ich verstehe das. So we'll go to early writings Frühe Schriften, Early Writings im Englischen. and so yeah, I'm just checking which one it is. So I want to go to the Advent Movement Illustrated. Also die Adventbewegung aufgezeigt. It's page 240. Early writings. 240 im Englischen. Paragraph. That's just the beginning of the chapter. I'm trying to find the page we actually want. Also der Paragraph fängt mit 240.1 an. Paragraph 1. Und ich möchte auch genau Paragraph 1 anschauen. First sentence. Erster Satz. I saw I saw a number of companies that seemed to be bound together by cords. 1 second. Ich sah eine Reihe von Unternehmen, die sich durch Schnüre, bitte? Oder Gesellschaften, Gruppen, die miteinander verbunden zu sein schienen. How would you draw that, or how would you what would that look like, Brother Wolfgang? That first sentence. Ja, das ist one group exists from from the persons, next group persons, and they are bound together. The groups, not the persons. So The groups are bound together. die Gruppen sind miteinander verbunden. Ja, because it says a number of companies. I saw a number of companies that seemed to be bound together by cords. WhatsApp habe ich hier nicht. Schwierig. Habe ich nur auf dem Handy. Auf DeepL habe ich es, ja. So all I want to show is, Was ich however, euch zeigen möchte, without going into this, is that if this were a group of people, they could be bound by a cord. wenn das eine Gruppe von Menschen ist, können sie mit einem Band zusammengehalten werden. What I wanted to look at Was ihr erkennen sollt, when we're in 1T, page 251, wenn wir in 1 Testimonies 251, the one we read. 251 sind, When you think about Daniel 2, wenn man sich über Daniel 2, wenn man darüber nachdenkt, who's moving wer bewegt sich da? in Daniel 2? In Daniel 2. The stone is moving. Der Stein bewegt sich. So you have this big mountain that's stationary, Du hast diesen fest sitzenden großen Berg and then there's this stone that's formed. und dann formt sich dieser Stein And the way we would draw it normally, und wir würden es normalerweise folgendermaßen zeichnen. whether it's like that Entweder so or how I originally had drawn it, oder wie ich es sonst immer gezeichnet habe. the stone is out, Hier ist der Stein bereits draußen and originally I could essentially draw the stone in here. könnte ich den Stein auch hier innen drin darstellen. Sorry, I have to sit this way, I can't do it. That the stone would be in here. Der Stein wäre also im Berg. And you objected to this, why? Und warum habt ihr das abgelehnt? Because you said
this stone is not like a capsule that's in the mountain ready to sort of like pop out or give birth. Weil dieser Stein nicht wie eine Kapsel, wie eine Hülse oder Kapsel ist. The capsule is doing what? It would like pop out of the mountain Die, like a au- give birth or die aus dem Berg herausspringt sozusagen. yeah, maybe like a tumor or something. Wie ein Tumor vielleicht. If you had a tumor on somewhere in your body and you could cut it out and you could squeeze the tumor out. Ja, wenn du einen Tumor hast und du schneidest ihn heraus, dann kannst du ihn rausdrücken. So why do you not think it's like this, but like this? Warum glaubst du nicht, dass es so, sondern so ist? Well, I think the first picture you've drawn is a simple understanding, and then the second picture you've drawn, you actually have a closer look at how the stone is created, and you see the process, how everything was in the mountain comes together and comes out. So you do agree with this? Also stimmst du mit dem überein? Do you repeat her? I'm just going to try to understand what she's saying Okay. first. The question is, When I drew this, the question you said that was wrong, so I drew it here, and you seemed happy with that. Also so wie ich es zuerst gezeigt habe, warst du nicht zufrieden und dann habe ich es so gezeichnet. And I said that wasn't even my point really. Und ich habe gesagt, darum geht es mir eigentlich gar nicht. I asked what comes out of what, and you Ich ha- agreed that the stone comes out of the mountain. Ich habe gefragt, was entfernt sich von wem und ihr habt übereingestimmt, der Stein bewegt sich aus dem Berg heraus. And then I redrew this, and my question was, what's wrong with that? Und dann habe ich es nochmal gezeichnet und dann gefragt, was ist mit diesem Bild falsch? for me, it would show only the end of the process. The end, where the stone is separated from the mountain. But there's something going on within the mountain, So you want a stage before that? which is probably the red, what you have drawn in red there. Also da muss es noch quasi ein Bild davor geben. Okay, so you want to draw how the stone is created. Du möchtest aufzeigen, wie der Stein sich formt, But the verse just says there's a stone. der Vers sagt aber, spricht nur von einem Stein. So That's why I said that, maybe I'm picky, and I apologize for that. Didn't want to walk you down with that thought. do you agree there's a stone in the mountain? Wenn du übereinstimmst, dass im Berg ein Stein ist, It first has to gather though. er muss sich erst sammeln und zum I'm Stein not werden. asking that. I'm asking, do you agree that there's a stone in the mountain? Ich habe gefragt, stimmst du überein, dass im Berg ein Stein ist? I guess so. You're not sure? No, I don't want to. Bist du dir nicht sicher? I'm not sure of what time period are we looking at the same time period? I have no idea. All I'm just trying to draw is a picture. Keine What time period? Ahnung jetzt mal, um welche Zeit es geht. Ich wollte jetzt nur ein I'm drawing Bild it- zeichnen. The time period before the stone is out of the mountain, that time period. Die Zeit vor dem Stein, um die geht es uns jetzt nicht. Is there a time period before this Es gibt, that eine, there's a stone in the mountain? es gibt eine Zeitperiode davor und einen Stein im Berg. Is the stone already formed within the mountain? That shows that it is. I'm asking, and you said that was not correct. I'm asking you, is it correct? And you said it was correct. Also hier ist ein Stein im Berg und du hast zuerst gesagt, das stimmt nicht so ganz und dann, dass es doch stimmt. Formed when I look at the Mennonite history or other history. So I don't know about any histories. I'm just asking about the chapter. Mir geht es jetzt nicht um die Geschichte, ich habe nur das Kapitel betrachten wollen. But it seems like the stone was cut out of the mountain, so the stone had to be in the mountain. So the stone was cut out of a mountain, therefore the stone must have been there. Der Stein wurde aus dem Berg herausgeschnitten, also muss er drin gewesen sein. And the stone was part of the mountain, and then somebody, the hand, just choose to cut wherever it wanted, and it created the stone.
So you said there was a hand that cut wherever it wanted to, and it created a stone. Du sagst also, da gab es eine Hand und hat was herausgeschnitten an einer Stelle, wo immer er wollte. So you had a mountain here, Du hast also hier einen Berg and it cut little bits out. You und had all du these little bits, and then it squashed them together and made a stone. hast kleine Dinge herausgeschnitten und daraus hat er dann einen Stein gemacht. No, when you look at a stone, like a mountain, you see this side will not be good, but this here, that looks like a good part of the stone. And then you start chiseling. Sorry. So you want to do? You just want to say we're just going to cut out this part of the mountain, and that's the stone. Du möchtest also sagen, wir schneiden aus dem Berg ein Stück raus und daraus ist der Stein gebildet. So there is no stone. You just cut out a bit of the mountain, and that is the stone. Also es gibt gar keinen Stein, sondern du hast ja aus dem Berg nur ein Stückchen herausgeschnitten. Because that's different to what you said was Ein correct up Stückchen here. Berg herausgeschnitten. Well, if you lay the chapter from Ellen White's writings over there, the red and the blue is correct. I'm not sure in what light how you're approaching the subject. Well, I don't know. You're just critiquing my artwork, so I'm trying to understand what you're saying, and you've changed your position, Ich möchte eigentlich nur wissen, was du mir sagen and I'm just willst. trying to pursue you, and you keep on changing. That's why I said I don't want to be confusing you with your artwork. Too late, brother Wolfgang. You can also label the whole mountain as a stone. I could label the whole mountain as a stone. It's a stone, yeah. Depends how you, if you look from an airplane, there's one stone, little stone. Sure, but the Bible passage says it's a mountain, Yeah. and it says there's a stone. As Sister Esther said, there's not even a hand there. Schwester Esther sagt, es gibt ja noch nicht mal eine Hand, We know there must be. aber es muss doch eine geben. I don't know, it's not our problem. He created the stone. Did he? I don't know. There comes the stone. Give me the quote, Sister Aileen. She says it's God's problem, and I said, is it? Ist das jetzt Gottes Problem, wie der Stein zustande kommt? No, not that. I gave you the first number. Wow. The first number is good. It's funny how we do that. 39, Not 39. 38. Chapter. Page number. Sister Tamina, help us. Was it now for the time of trouble? You told me. This time of trouble, you can't be that because that's the 600s. Oh, okay. 343. 343. What does that say, Sister Aileen? Großer Kampf 343. Worum geht's dort? Good. Im Englischen. We work through his hand. Sorry? We work through his hand. Wir sind Arbeiter durch seine Hände. There is no greater truth brought forth in the scriptures Es gibt in den Schriften keine größere Wahrheit, die hervorgebracht wird, that God, through the Holy Spirit, dass Gott durch den Heiligen Geist chooses his servants seine Diener sich erwählt, to do his work. um sein Werk zu tun. So whatever God's problem is, Was Gottes Problem nun ist, it becomes your problem das ist auch unser Problem, if you're a servant. wenn du ein Diener bist. Did you know it? I was going to ask you. We showed that on camera. We'd get into trouble. You're doing hand signals to me. Paragraph 2. Paragraph 2 im Englischen. There's no greater truth brought forth in the scriptures that God, through the Holy Spirit, selects his servants or chosen servants. Special directing servant. Yes. So if it's God's problem, it's your problem. Also Gott erwählt seine Diener, dann, wenn das Gottes Problem ist, dann betrifft es auch uns. Okay, so let's focus about what I wanted us to see. Jetzt besinnen wir uns auf das, was ich eigentlich euch zeigen möchte. This model
Dieses Modell hier teaches that the mountain remains and the stone comes out. zeigt uns, dass der Berg bleibt, aber der Stern aus dem Berg herauskommt. Der Stein aus dem Berg herauskommt. The mountain. Give me another word for that. Gib mir ein anderes Wort Another für symbol, not rock or anything, another symbol. Berg oder ein anderes Symbol dafür. Another one. Die Gemeinde, Another aber one. ich suche nach was anderem. Keep on going to sorry? Der Leib. I heard house. I heard house. I'm asking what you said. Ich habe Haus gehört. Body. Körper Oh, she said body? oder Leib. Yeah, she said body. She said okay, so body. Körper oder Leib. Bible verse. Bibelvers dafür. No, no, no. Bible verse. For sure. Sicher im Neuen Testament. Found one? You found with Sister Aileen? Bible verse? Body. You have to look. There's someone there's one in my mind, but something like God is a body and Out the mind into the mouth. What are you typing in? Was habt ihr eingegeben? Body, you'll get a lot. How many have you got? Bei Body oder Leib findest du viele. 152. You looking with? my Bible program, not with these ones. It should give. Why is it giving a different number? Oh, I don't have numbers on it. Just the Bible verse. Oh, but you said it's unnumbered. It's Like I can't count it. okay. So where are you looking? If it's that, we've got about 150. I'm looking at the So you go to New Testament, then you're going to go to Paul. Also ihr habt das Neue Testament, schaut euch Paulus an. So you want to go to Romans chapter. Möchtest du in Römer gehen? So not Romans. Body. We want to know. I went from a mountain to a church to a body. Ich bin von der So ask for a Gemeinde, Bible verse. vom Berg Gemeinde To zum prove Leib that. gegangen und das möchte ich mit einem Bibelvers belegen. Ephesians 3:6. The Gentiles should be fellows of the same body and partakers of his promise. Epheser 3,6. Let's go back a bit. No, there's not one. There's not another one. You have to go. Galatians is. No, not Galatians. Okay, we'll go to 1 Corinthians, Wir schauen uns 1. Korinther an, chapter 12, Kapitel 12, verse 27. Vers 27. Okay, with that, 1 Corinthians 12:27. Now ye are the body of Christ, and members in particular. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. And we'll go Ephesians 4:12. Und Epheser 4, Vers 12. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Ephesians 4, 12. Yes. Zur Zurüstung des Heiligen Geistes für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Zur Zurüstung der Heiligen, so steht's. Okay, so I'm saying this mountain Ich, sag, is the body. ich sage, dass dieser Berg der Leib ist.
The church. Die Gemeinde. Yes? Okay, so let's put 1T, page 251. What is the body, Was ist der Leib? Sister Ailey? The mountain? Der Berg. No, there's no. Which is what is the body? The Was mountain? Was ist der Leib? Der Berg? The mountain? Der Berg? Mountain? The stone? The stone is the body? The real body, yeah? There's only one body. Then it's a mountain. The mountain is the body, Yeah. not the stone. No, I take the stone. Stone is the body. Ich sage, der Stein ist der Leib. Sister Tamina? You have time to read the quote? No. Keine Zeit, das I've Zitat read. zu We already lesen. read all the quote. Wir haben sie alle gelesen. I suggest it's the body. No. What is the body? Was ist der Leib? Okay, the mountain is the body. Okay, so it says, all who wish to draw off from the body. Are we there? We already read this. Alle, die sich vom Leib zurückziehen wollen, All who wish to draw off from the body will have opportunity. haben Möglichkeit. Sister Aileen, what does that mean? To draw off from the body. Was bedeutet es, sich vom Leib zurückzuziehen? First, answer just this simple question. Beantworte erst diese ganz einfache Frage. If you draw off from the body, Wenn du dich vom Leib zurückziehst, because you have a chance to do it, wenn du eine Gelegenheit dazu hast, is it good or bad to draw off from the body? ist es gut oder schlecht, dich vom Leib zurückzuziehen? Draw off means to leave. Zurückzuziehen bedeutet auch zu verlassen. So I'll paraphrase. Ich gebe es mit meinen Worten wieder. Everybody will have a chance to leave the body. Jeder hat die Möglichkeit, den Leib zu verlassen. And if you did that, Und wenn du das tust, would it be good or bad? ist es dann gut oder schlecht? Good to leave the body. Sister Esther. Es ist gut, den Leib zu verlassen. Eine Antwort. It's not good. Nicht gut. In this case, 1C251, is it good or bad? It's good in Testimonies to Church Volume 1 to leave the body. In Zeugnisse Band 1 ist es also gut, den Leib zu verlassen. Roland? Brother Wolfgang? Good to leave the body or bad to leave the body? Gut. Good to leave the body. Sister Gut, den Leib zu verlassen. Tamina? I want to have the No, just answer. It's bad to leave the body. Also du sagst, es ist schlecht, den Leib zu verlassen. We read all the context that you need. If we needed more context, I would have read more. Also wir haben alles über diesen Fall gelesen. Wenn es mehr gäbe, hätte ich euch das vorgeschlagen. Okay, so we said it was good, 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 and you said bad. Also die meisten haben gut gesagt, einer hat gesagt, es ist schlecht, den Leib zu verlassen. So let's read carefully now. Lasst uns jetzt genau lesen. Everyone who wants to leave the body can do so. Jeder, der den Leib verlassen will, kann das tun. I've paraphrased, yes? Mit meinen Worten. Something will arise to test everyone. Es wird sich etwas ergeben, das alle auf die Probe stellen wird. So something's going to happen, Es wird also was passieren. and who will get tested? Und wer wird passiert? Everybody. Jeder. Who is everybody? Wer ist jeder? No church. Sorry, no world. Keine Welt hier? Go back to the sentence before. Those from the body. The body is one, Der Leib ist eins. and who else? Wer noch? Who? Who? All. Alle. Is the word everyone or everybody? Everyone equals Jeder Mann ist gleich. equals and
plus the body. is what? I cannot read it. Everyone equals all plus the Jedermann, body. jedermann bedeutet alle und der Leib. Agree with that? All is not everyone. Alle ist nicht jedermann. All is all that leave. Alle sind all diejenigen, die verlassen, die Yes? gehen. Why do you write everyone is equal all then? Everyone is all plus the body. Jedermann sind alle plus der Leib. Yeah? Okay? So, who are the all? Wer sind die alle? What did they do? Was machen sie? They leave. Sie entfernen sich. And the body, Und der Leib? what do they do? Was macht der Leib? If the all leave, what did the body do? Der Leib bleibt. Agree? So, What does it mean? The body? it said all who leave. Alle verlassen So that must mean the body stays. und der Leib bleibt, ja. You okay with that? So, everyone Jeder is those who leave and those who stay. Jeder sind diejenigen, die verlassen und die bleiben. Agree with that? Okay. Good. Back to our passage. Zurück zum Abschnitt. All who wish to draw off from the body, to leave the body, will have an opportunity. Alle, die sich vom Leib zurückziehen wollen, haben dazu die Gelegenheit. Something will arise Es wird sich etwas ergeben, to test everyone. das alle auf die Probe stellen wird. Okay. So give me the definition. Are you there, Sister Esther? Are you there? We're only dealing with 2 sentences so far. Also wir haben jetzt nur 2 Sätze betrachtet. So if we're only dealing with 2 sentences, where's the answer? Und wo finden wir die Antwort nun? Sister Aileen, where will the answer be to my question that I'm going to ask now? Zu meiner Frage, die ich stellte. Somewhere in the 2 sentences that we've just read. Meine Antwort muss irgendwo in den beiden Sätzen liegen, die wir gelesen haben. Not asking and don't ask questions outside of what we've already done. Fragt nichts außerhalb von dem, was wir bereits getan haben. Ich frage keine Fragen, ich stelle keine Fragen von dem, was wir noch nicht besprochen haben. If I did, I would tell you. Wenn ich das tue, dann sage ich es euch. Sister Esther, are you okay so far? So I'm going to ask the question. Tell me what. Okay, do you want tell me first paraphrase? It says something will arise to test everyone. Also es steht hier geschrieben, es wird irgendwas geschehen, das alle auf die Probe stellen wird. Tell me paraphrase that sentence. Say it in your own Mit words. deinen eigenen Worten. Something happened where everybody has to That's all. make a decision. So yeah, okay, something will happen that people have to make a decision. Es Good. wird etwas passieren, wo sich jeder entscheiden muss. Okay. Sister Tamina. Tamina, No, Sister Aileen. Rule number 5. lieber Schwester Aline, Regel Nummer 5. You've got the right idea, but it's not like every word like that. Du hast It's die not richtige quite Idee, right. aber die Worte stimmen nicht so ganz. What has to be its own interpreter? Was muss sein eigener Ausleger sein? So the Bible has to be its own Die interpreter. Bibel muss sich selbst auslegen. The Constitution, the Declaration of Verfassung. Independence, Die Unabhängigkeitserklärung, the Bill of Rights, die Bill of Rights a novel, sind Romane Auch ein Roman. oder ein Roman. a book itself Ein Buch in sich selbst by one author von einem Autor should be able to define itself, what it sollte means. sich selbst erklären. Okay with that?
Stimmt ihr damit überein? You okay with that definition, Sister Esther? So tell me what the word arise means. Sagt mir also, was es heißt, wenn sich hier etwas ergibt oder aufkommt. Arise is what? Was ist Arise oder Aufkommen? What does it mean? I'm asking you. Something was No. What's rule number 5? Also nach der Regel Nummer 5. I want a definition, Ich möchte eine Erklärung. and whose definition do I want? Und von wem möchte ich die Erklärung hören? Whose definition do I want? Welche Erklärung möchte ich gerne? Er möchte das definiert haben und wem seine Definition möchte er. I stopped you Ich habe dich unterbrochen, because you were about to give me whose definition? weil du mir die Erklärung von wem geben möchtest, Your definition. nämlich deine. And I don't want your definition Und ich möchte nicht deine persönliche Erklärung, because that's rule number 5. weil hier geht es um Regel Nummer 5. In fact, if you read the last part of rule number 5, you can read it now. Wenn du den letzten Teil von Regel Nummer 5 liest, What does the last part say, Sister Raylene? was steht dort? No, the last part of rule number 5. Der letzte Teil von Regel Nummer 5, Tamina, without looking. ohne nachzuschauen. If the person tries to give you their definition, Wenn eine Person ihre eigene Erklärung geben möchte, run away from them. dann verlasse sie. Don't listen to them. Hör nicht auf sie. Is that what it says? Steht das dort? Sure. So I have to run away from you Also ich muss dich hier verlassen, because you tried to give me your weil definition. du mir deine Erklärung geben möchtest. So give me this definition. Gib mir diese Erklärung. Where will you look? Wo schaust du danach? Sister Tamina, where will she look? How many sentences? Im gleichen Satz, wie viele Sätze haben wir gelesen? We only read 2 sentences. The answer will be in the 2 Die sentences. Antwort finden wir in den beiden Sätzen. This, by the way, this got nothing to do with our study. Übrigens, es hat nichts mit unserem Studium zu tun, was wir jetzt machen. This is just an opportunity to learn how to use rules. Das ist nur eine Möglichkeit, dass wir lernen können, wie wir Regeln anwenden. So we can be more careful Dass wir vorsichtiger sind, and more disciplined in our thinking. mehr disziplinierter in unserem Denken. Need some help? please Okay, Sister Aileen. question again. Oh, the question again. Ja. Tell me what arise means. Was bedeutet das Aufkommen hier? Because when you paraphrased, you gave me a paraphrase. Du hast es mit deinen eigenen Worten gesagt. You said arise equals what? Dann hast du gesagt, Aufkommen ist gleich. What word did you use? Because I wanted to check if you knew what arise mean and you know what it means. Ich möchte nämlich sehen, ob du weißt, was Aufkommen bedeutet. Do you remember what word you used? Welches Wort hast du gebraucht? Okay, so when we have to focus and concentrate. Ihr müsst hier konzentriert sein. It's very heavy, it's difficult. And it's Sehr schwer. harder for me Für mich ist es noch schwerer, because I have to remember what you said and what I was thinking. weil ich muss mich daran erinnern, was ihr gesagt habt und was ich denke. Always remember that. If you think it's hard for you, the classes, it's harder for me. Denkt immer dran, für mich ist es schwerer als für euch. Who remembers what word she said? What word she said arise meant? I'll paraphrase what she said. Ich sage es mit meinen Worten, was sie sagte. Something will happen Es wird etwas geschehen and everyone has to make a decision. und jeder muss eine Entscheidung treffen. That's what you said. So Arise hast du's means gesagt. Aufkommen bedeutet also, oder passieren, good. was ist es? Happen. Passieren. That's what you said. Aufkommen ist passieren, so hast du es gesagt. That's your definition. Das ist deine Definition. I want the author's definition. Ich möchte aber die Definition, die Erklärung des Autors. And I've given you the clue. It's in the 2 sentences that we've read. Und ich habe euch schon gesagt, es ist in den 2 Sätzen, die wir gelesen haben.
if we can see how the sentences are structured, Wenn wir uns anschauen, wie die Sätze strukturiert sind, aufgebaut sind, if we can see how the author thinks, wenn wir erkennen, wie der Schreiber denkt, it helps us to make sure that we haven't made mistakes in our answers. dann hilft es uns, keine Fehler zu machen in unseren Antworten. So this is nothing to do with our study, but if we can see how Ellen White is thinking, Wenn wir erkennen, wie Schwester White denkt, we can see that she chooses her sentences carefully. dann sehen wir, dass sie sehr sorgfältig ihre Sätze ausgewählt hat. Happen is maybe leave the body. It's one word and it's in those two sentences. Can you see it, Sister Aileen? I thought first that everybody Just one word. opportunity. Can you see that, Sister Esther? Now that she's given the answer? You still can't see it. So the word was opportunity. Das Wort ist hier Gelegenheit. Sister Aileen explained that to her. Why arise is opportunity. 'Cause that's the right answer. Also das ist die richtige Antwort. Das Aufkommen ist hier die Möglichkeit. And this is rule number 5. Und hier geht es um Regel Nummer 5. So what we see now, Was wir erkennen, if we know arise is opportunity, wenn wir erkennen, dass Aufkommen die Möglichkeit ist, sentence 1 and 2 are what? sind Sätze 1 und 2 was? Repeat and enlarge. Eine Wiederholung und Erweiterung. And if you can see that, Wenn du das erkennen kannst, then they will be supporting sentences dann gibt es Sätze, die das unterstützen and help us to come to the right conclusion. und die uns helfen werden, die richtige Antwort zu finden. Okay, Sister Aileen, I forced you to give me one word, but you wanted to give me a couple of them. Ich habe dich dazu hingeleitet, mir ein Wort zu geben, aber du wolltest mir mehrere Wörter geben. And you need a couple of words to explain. Und du brauchtest mehrere Wörter, um dich selbst zu erklären. But I made it hard just for the one word. Aber ich habe es dir schwer gemacht. Ich wollte nur ein Wort. So try to explain to Sister Esther how you came to that conclusion. Erkläre jetzt bitte, Schwester Esther, wie du zu diesem Ergebnis gekommen bist. I think the people have an opportunity, The people have an opportunity, Die Menschen haben die Möglichkeit, and that's the something that will test them. and that's the something that will test them. und das ist das Etwas, diese Möglichkeit ist das Etwas, was sie auf die Probe stellt. And the something Und das Etwas in the second im sentence zweiten Satz is what? ist was. The opportunity is the first sentence. Die Möglichkeit ist im ersten Satz. It's the thing that will Es ist die Sache, arise. die Sache, die aufkommen wird. What does it mean if something arises? Was bedeutet es, wenn irgendetwas aufkommt? Yeah, but I don't want to do that. What does it mean something arises? It comes suddenly. It comes suddenly. Es kommt plötzlich. It was not there and then it's there. It Es war nicht da und jetzt ist es da. it wasn't there and now it comes before you. Es war nicht da und jetzt erscheint es vor dir. Something happens that wasn't there before, Es geschieht etwas, das vorher nicht da war. and in the sentence before, Ellen White calls this, Im Satz davor nennt Schwester White es so: she says, an opportunity will come. Eine Gelegenheit wird kommen. I added the word come. Sorry? I added the word come. Ich habe das Wort kommen hinzugefügt. You can see that? An opportunity will come, Es wird sich eine Möglichkeit ergeben and when it comes, und wenn diese Möglichkeit what kommt, can you do? was kannst du dann machen? First sentence. You will. What does it mean to draw away? To draw off. Man kann sich fortbewegen. Was bedeutet das? Leave. Verlassen. When the opportunity comes, Wenn die Möglichkeit kommt, then you can leave. dann kannst du verlassen. Which means Dann kannst du gehen. before Das bedeutet, vorher, the opportunity, vor der Möglichkeit, you couldn't leave. konntest du nicht verlassen. So there's going to be a change. Es wird also eine Veränderung geben. Something will happen. Etwas wird hier geschehen. Something will arise. Irgendetwas wird aufkommen. And when that thing happens, Und wenn diese Sache passiert, you can do what?
kannst du was tun? To leave. Dann kannst du dich entscheiden zu verlassen To draw off. oder dich wegzubewegen. Good. Everyone okay? We haven't decided yet. We've just set up so we know exactly what's happening. Wir haben das jetzt nur untersucht, damit wir genau sehen, was hier passiert. So I'm going to summarize. Und zusammenfassend, Everyone is there together. alle sind zusammen. The everyone is the all and the body. Und die alle sind, jedermann sind die alle und der Körper, der Leib. But Aber before the opportunity, vor der Möglichkeit, before the thing happened, bevor die Sache passiert, what did you have? was haben wir da? Was sehen wir? You only had the Du hast nur body, den Leib, nothing else. sonst nichts. The great sifting time is just before us. Die große Zeit der Sichtung steht kurz vor uns. Okay, so it says, Es sagt hier, let me just see how we can do this. I'll give 3 words ich gebe euch 3 Wörter, because it's hard to do it just with one. weil es mit einem schwer ist. Sister Esther, this is for you again. Nochmal für Schwester Esther. Give me the definition of this. Zeige mir, was Folgendes bedeutet. Okay. How many sentences have we read now? Wie viele Sätze haben wir bis jetzt gelesen? 3. 3. So the answer is going to be in the 3, Und die Antwort wird in einem der 3 Verse sein, if I'm correct. wenn ich richtig liege. Otherwise, I would give you more information. Ansonsten hätte ich euch mehr Informationen gegeben. Okay. The great sifting time. Die große Zeit der Sichtung. Give me the definition of that. Was ist die Erklärung von große Zeit der Sichtung? And the answer is in the 3 sentences. Drawing off. Nicht das Wegbewegen. I can make it simpler if you want. Ich kann es auch einfacher sagen. Arise to test. Aufkommen für die Prüfung. The time. Die Zeit. You mix 2 things together. Du hast 2 Sachen durcheinander gebracht. No, it's got to be there. There's no probation in any of these words. Es gibt keine Gnadenzeit in den Wörtern hier. You mustn't give me your definition or we'll run away. Nicht deine Definition ist hier gefragt. Just do it. The time will be fine. Zeit ist okay. Bitte nochmal die Frage. Tell me what the definition of that phrase, the time, is. Sage mir die Erklärung für das Wort die Zeit. Only time or swifting time? I could boot the great sifting time, but if that confused you, I just shortened it to the time. Also wenn die Same. Sichtungszeit durcheinander bringt, dann sag mir nur, was hier mit Zeit gemeint ist. If it's in the 3 sentences, Sister Aileen, Wenn es hier in den 3 Sätzen zu finden ist, what methodology are we using? welche Methode benutzen wir dann? It's repeat and enlarge, Wiederholung und Erweiterung. because we're going to give another definition of this, which means it's repeating somewhere else. Wir geben nur eine andere Erklärung. Es wird also woanders wiederholt. Will arise. We'll go with will arise, which Wir is sagen mal, wird aufkommen. arise. Aufkommen. So it says something will arise, Es wird etwas aufkommen. which means it hasn't arisen, Das heißt, es ist noch nicht da. which means it's future. Also in der Zukunft. Yes?
It says the sifting time is in the future. Die Sichtungszeit liegt also in der Zukunft. Okay, so the three sentences now all repeat and enlarge. Diese 3 Sätze sind alle eine Wiederholung und Erweiterung. The great sifting time is just before us. Die große Sichtungszeit liegt noch vor uns. This will be the time Das wird die Zeit sein, when all wenn alle, who wish to leave die verlassen möchten, die gehen möchten, will have an opportunity. dazu eine Möglichkeit haben werden. Yes? So the sifting time will arise, will come. Die Sichtungszeit wird also aufkommen. It says something will arise, something will come. Etwas wird sich ereignen. What's coming? Was kommt dort? The third sentence. The great sifting. Die große Sichtung wird kommen. The great sifting will come. Die wird kommen. And when it comes, Und wenn sie dann da ist, in that time, in dieser Zeit, in the future, in der Zukunft, what will happen to everybody? was wird mit jedem passieren? They'll all be, second sentence, Im zweiten Satz sehen wir das. they'll all be tested. Sie werden alle geprüft werden. And what's the test, Sister Esther? Und worum geht es bei dem Test? If you leave or if you stay. Der Test ist, ob du bleibst oder gehst. Good. We're nearly there. Still hasn't told us yet. Yes, Die große Sichtung ist also die Prüfung. the sifting is the thing that will come, Die Sichtung, das ist die Sache, die kommen wird. and you have to decide what you're going to do. Und du musst entscheiden, was du dann machst. When this thing happens, Wenn die Sache geschieht, the sifting, diese Sichtung, you'll choose one way or the other. dann musst du den einen oder anderen Weg auswählen. So the test is, Die Prüfung liegt darin, will you stay ob du bleibst or will you leave? oder ob du gehst. We don't know yet. Wir wissen noch nicht, ob es gut ist, den Leib zu verlassen. We've got three sentences and it doesn't tell us which is good or which is bad. In diesen 3 Sätzen sagt sie nicht, ob das gut oder schlecht ist. Next sentence. Nächster Satz. The jealous and the fault finding, is that good or bad? Die Eifersüchtigen und die Fehlersucher. Ist das gut oder schlecht? The bad people Also die schlechten Leute, who are watching for evil, die nach Bösen Ausschau halten. so we know they're bad, Wir wissen ja, dass sie böse sind. what will happen to them? Was passiert mit ihnen? They'll be shaken out. Die werden ausgesichtet oder geschüttelt werden. Sister Railing, let's finish the sentence. Lasst uns den Satz zu Ende führen. Ellen White puts a full stop, period. Ellen White macht hier einen Punkt. We're going to change it to a comma. Wir verändern es zu einem Komma. Yes? The bad people Die bösen Menschen will be shaken out, werden herausgeschüttelt oder gesichtet werden. comma, Ein Komma. finish the sentence. No, not the next. Don't go to the next sentence. You've got to add something in. They're going to be shaken out. Sie werden herausgesichtet werden. You've got to go back, not forward. Und du musst jetzt im Satz zurückschauen. Not why. Nicht warum. Sister Tamina? Wenn die Möglichkeit kommt. All those answers are right, but the answer that I wanted Alle antworten sie richtig, aber ich suche nach einer anderen. shaken out. Ausgesichtet werden. Give me the definition of that. Sagt mir, was das bedeutet. Which sentence you're going to go to Sister Tamina for the answer? Zu welchem Satz gehen wir, um die Antwort zu finden? First sentence. In den ersten. So we're all in the first sentence. Shaken out equals
drawn out or Her- draw off. herausgeschüttelt wird, heißt sich zurückziehen, We can see that. weggehen. Now let's finish the sentence. Jetzt beenden wir den Satz. The bad people Die bösen Menschen will be shaken out. werden herausgeschüttelt werden. Finish the sentence. Will be shaken out from the body. Werden vom Körper abgeschüttelt werden. We okay? So when I kept on saying no to all your answers, Sorry? when I kept on saying no to all of their answers, Wenn ich immer wieder Nein zu euren Antworten gesagt habe, it seemed like it was a matter of opinion. dann schien es so, dass es eine Sache der Meinung war. Meinungsangelegenheit. What answer did you give, Ist- Sister Aileen? Do you remember? Welche Antwort hast du gegeben, Schwester Eileen? Will be shaken out. Wir werden ausgeschüttelt werden Remember what you said? Because of something. wegen irgendetwas. So I said I didn't like that answer. Ich habe gesagt, die Antwort mag ich nicht. In fact, the three of you gave an answer, and I said I don't like any of them. Sorry? The three gave an answer, and I never liked any of them. Ja, keine der drei Antworten haben mir gepasst. So I said, Ich habe dann gesagt, what I could have done is given my answer. what? What I could have done is given my answer, Ich hätte natürlich meine Antwort geben können. and perhaps I should have done. Und vielleicht hätte ich das tun sollen. And then you'd say, Und dann hättet ihr gesagt, no, it's only your opinion. it's only my, Your personally. it's only my opinion. So you need to run. Also es ist nur deine Auslegung. So your opinion is as good as my opinion. Also eure Auslegung ist genauso gut wie meine. So I should have done that so you could see. Ich hätte das tun müssen, damit ihr gesehen hättet. And then, Und dann, how do we find out what the answer is? stellt sich die Frage, wie finden wir die Antwort? Sister Esther, how do you know what the real answer is? Because you had 4 answers. Woher weißt du jetzt, welches die richtige Antwort ist? Denn wir haben ja 4 gehabt. How do you know which is the correct one? Ich möchte wissen, was ist die richtige Antwort? Follow the rules. Also die Regeln beachten. Which rules, Sister Aileen? Compare and contrast, repeat and enlarge. Vergleichen und gegenüberstellen, wiederholen und erweitern. So I gave you the clues by saying which sentence. Sister Tamina saw it straight away. That is sentence 1. Tamina hat sofort gesehen, es geht um den ersten Satz. Shaken out means draw off. Das herausgeschüttelt werden heißt, sich davon wegzubewegen. So once you lock in those 2 phrases, Wenn du diese zwei once you connect them, wenn du diese zwei Phrasen zusammenbindest, the answer is it's obvious which one is the true answer. There's only one true answer. dann ist es klar, was die richtige Antwort ist. It's shaken out from the body. Es ist das herausgeschüttelt werden vom Leib. Can we see how that all works? Yep. Okay, so But this is passive, right? This is something what happened with people shaking out. yes. Others do it with me or us. Is it I don't know what the context is of all of this, ich weiß jetzt nicht, um was es mich interessiert der Zusammenhang jetzt nicht, but I'm just using this aber, first of all to see how we read aber ich möchte sehen und erkennen, wie wir lesen, and to show us something important. und ich möchte euch was Wichtiges aufzeigen. Next sentence. Nächster Satz. They hate reproof and despise correction. Sie hassen die Zurechtweisung und verachten die Korrektur. Sister Aileen. They hate reproof, Sie hassen die Zurechtweisung. being told off, Also, wenn man ihnen etwas sagt, and they despise correction. und Korrektur verachten sie. Give me the Spirit of Prophecy quote for that. Gib mir das Zitat aus dem Geist der You Weissagung. gave it to me at the beginning of the class. Am Anfang der Klasse hast du es mir bereits gesagt. Book, page, chapter Buch. title. Buch, Seite, Kapitel. They don't like being told. Sie möchten nicht zurechtgewiesen werden. Early Writings, Early Writings 269. 269.
Title? Überschrift? The shaking. Die Sichtung. Good. So we haven't read the shaking chapter, Das Kapitel über die Sichtung haben wir noch nicht gelesen. but why would you know it would fit? Aber woher weißt du, dass das nun passt? Because the chapter title is called Denn die Überschrift des Kapitels lautet Shaking. Sichtung. And we just read Und wir haben gerade über die Sichtung gelesen. bad people will be Dass böse Menschen shaken out. ausgeschüttelt werden. So, here we are. Wir befinden uns also hier. What's the body? Was ist der Leib? Ja. The stone. You said the stone before, but you're going to I change that? said the stone, ja. Here we are. What is the body? The mountain. The mountain, the stone, the mountain. Okay, so in our Spirit Prophecy quote, In dem Zitat hier vom Geist der Weissagung, everyone. You have two things. da sind alle, und das besteht aus zwei Teilen, Everyone who leaves jeder, der geht, and the body. und der Körper, der Leib. So, in this story, In dieser Geschichte hier you have this thing here, hast du diese Sache, the body, den Leib, and what do you begin to do? und was machst du nun? You begin to shake the body, Du schüttelst den Leib, and what falls out? und was fällt dann aus dem Leib heraus? The bad things fall out. Die schlechten Dinge fallen heraus. All who are bad leave. Alle, die schlecht sind, werden gehen. And what's left? Und was bleibt übrig? The good remains. Die Guten oder der The body. Körper. Okay, so here we have a mountain. Wir haben hier also einen Berg. And what do you do to the mountain, Sister Esther? Sorry, what was the question? What do you begin to do to the mountain? Was machst du nun mit dem Berg? You begin to do what? Shake it. Du schüttelst ihn. You begin to shake the mountain. Du schüttelst den Berg. And what will happen when you shake the mountain? Und was passiert, wenn du den Berg schüttelst? All the bad people Alle leave. Bösen gehen. And what's left? Und was bleibt übrig? The spaghetti. This one, they want to stay. What's left? Was bleibt übrig? The body. The body's left. Der Körper bleibt übrig. Daniel 2. Daniel 2. Sorry? The body stays. Der Körper That means bleibt. left. No, not leave. That means that's what's left. Das ist, was übrig bleibt. Sorry. Yeah, left doesn't mean leave. Well, you could say they left. Yes, sorry. Stayed. Diejenigen, die bleiben. Okay, Daniel 2. In Daniel 2 Start shaking the mountain, wird der Berg geschüttelt and at the end, und am Schluss, what's left at the end? was bleibt am Ende übrig? Stone is left at the end. Der Stein bleibt zum Schluss über. So the stone stays. Der Stein bleibt. If I say is left, that doesn't mean leave. Hat also verlassen. That stays. That stays. Also das bleibt und das bleibt auch. So therefore, the stone is the Stein ist body, der Körper, not the mountain. nicht der Berg. Because it was shaking. All It's no mountain more. Only the stone. all the evil people leave. Alle Bösen verlassen. No mountain exists. It's only the stone. All that you have left is the body. Alle, Yes. die gegangen sind der Leib. So before you have a body, Du hast vorher einen Leib,
You start shaking it, du schüttelst ihn and everything that leaves und alles, was dann is the bad weggeht, people, das sind die schlechten Leute. and what's left? Und was bleibt übrig? The stone. Der Stein. So the stone is the body, Der Stein ist also der Leib not the mountain. und nicht der Berg. So the stone kicks out the mountain, Also es ist dann so, dass der Stein den Berg loswerden möchte not the mountain, the stone. That's und what you nicht said. umgekehrt. The stone is still there. Der Stein ist noch da. Read the chapter. Lest das Kapitel. It doesn't say anything about the mountain. Über den Berg wird nichts gesagt. So Adventists think that mountain is heaven. Adventisten glauben nun, der Berg wäre der Himmel. You can see how false that premise is. Und wir sehen, wie falsch diese Vorgehensweise ist. So when we were looking at the church in the world, Als wir die Gemeinde in der Welt angeschaut haben, And I die said Gemeinde this- und die Welt angeschaut haben, two churches, zwei Gemeinden they fight against each other. The Sanhedrin, the kämpfen Jewish church, gegeneinander, der Hohe Rat, also die jüdische Gemeinde, the disciples, und die Jünger the Christian church. als christliche Gemeinde. And there's this struggle between them. Und unter ihnen gibt es diese Auseinandersetzungen. And you see the same in this story. Und in dieser Geschichte siehst du das Gleiche. So by the time you get to when you get to the time of the end, Und wenn du zur Zeit des Endes what's the kommst, church? was ist da die Gemeinde? Its name. Der Name? It's on the board. The church. Seventh-day Adventist. Ephesus. Ephesus. That's the body. Das ist der Leib. And now what you're going to begin to do? Start shaking. Und jetzt schütteln wir. When you start shaking, Und wir schütteln jetzt. all the sinners leave. Und alle Sünder gehen heraus. All those who aren't part of the body, Ephesus, will leave. Alle, die Teil des Körpers von Ephesus sind, werden gehen. Die nicht Teil von Ephesus sind, die gehen. Again. All All who are not part of the body or Ephesus will leave. alle, die nicht Teil des Körpers von Ephesus sind, werden gehen. So it really depends how you look at this story, Es hängt also davon ab, wie du die Geschichte betrachtest. whether you begin to see that the mountain Ob du nun den Berg siehst or Laodicea, oder Laodicea, because they're the same thing, das ist genau das Gleiche. whether that's the body Ob das der Körper ist or whether the stone and Ephesus are the body. oder der Stein und Ephesus. Because what we know Denn wir wissen bereits, is the stone is formed in the mountain dass der Berg sich im Berg bildet first. zuerst. In our history, as we close, In unserer Geschichte, if Sister Tamina wanted to do this, 1, 2, 3, wenn Tamina hier 1, 2, 3 tun wollte, I think that's what you wanted to do. ich glaube, das wolltest du machen. Where are we? Wo befinden wir uns? 1, 2, or 3? What is 1, 2, 3? Are we at this stage? Sind wir in diesem Stadium This stage? oder Are we all these little bits? sind wir all die kleinen Teilchen Or have we formed the stone? oder sind wir schon der zusammengesetzte Stein Or have we left the mountain? oder sind wir aus dem Berg schon heraus? Or the mountain's left us? Number 3. So you say number 3? Ich sage Nummer 3. It's leaving. I mean, it hasn't left yet. We're in the process of leaving. So where will you put us? 3? 3. 2? Ich denke Nummer 2. What is the difference between 1 and 3? Was ist der Unterschied zwischen 1 und 3? This doesn't exist in 1. Also das hier gibt es noch nicht. That's not there. Das ist nicht da. We're at 3. So the question is, who is this stone a symbol of? You said we are 3. We are at step 3. I didn't say anything. Okay. You all said 3, I think. Also jemand hat hier noch gesagt.
So, who is the stone? Wer ist der Stein? Ephesus, Ephesus, the body. der Leib. In our line, who do we say it is? In unserer Linie, wen sehen wir dort? Movement, Church Triumphant. Die siegreiche Gemeinde, die Bewegung. Who is the wheat? Wer ist der Weizen? Who's the wheat here? The name that we would give them, the symbol. The wheat that's in this statue. Der Weizen in dem Stand. There's no wheat here. Another name? Another one? Good. Nethinims. Die Tempelmine. If they're Nethinims, who's the stone? Wo ist der Tempelmine? The wheat that's in the statue. Der Weizen in dem Standbild sind die Tempelmine. Now, I didn't do this. Ich habe das nicht selbst erfunden. Remember, there's a problem here. Erinnert euch, hier gibt es ein Problem. You're switching symbols. Wir haben die Symbole vertauscht. You can't go from agriculture to Jacob. Du kannst nicht von dem landwirtschaftlichen Modell zu Jakob gehen. You have to go from rain to harvest. Du musst vom Regen zur Ernte kommen. So I did that one, Ich habe das zwar gezeichnet, but in this one, aber hier I didn't do that. habe ich das nicht gemacht. You can't go from a statue Du kannst nicht von einem Standbild to wheat, zum Weizen kommen. but it does. Aber es ist so. So the wheat is here, they're Nethinims. Der Weizen ist da, die Tempelmine. So what's the stone? Was ist dann der Stein? Priests Die Priester, and Levites. die Leviten. So have we collected all the Levites yet? Sorry. Have we collected all the Levites yet? Haben wir bereits alle Leviten gesammelt? No. Nein, So we haven't collected the Levites yet. wir haben sie noch nicht gesammelt. So we're not at 3. Wir sind also nicht. We haven't fully ejected ourselves, or should I say the mountain hasn't fully ejected itself from us. Also der Berg oder wir haben uns noch nicht vollständig voneinander getrennt. What waymark would this be? Welche Wegmarke wäre dies? So this would be Sunday, Lord. We're not there yet. Das wäre das Sonntagsgesetz, da sind wir aber noch nicht. And we're definitely not at number 1, Und wir sind auch nicht im Stadium Nummer 1. because the priests are already a unit. Denn die Priester sind bereits vereint. So we're somewhere in this process, Wir sind irgendwo in diesem Fortschritt, which is too complicated to draw out like this, der zu kompliziert ist, es richtig darzustellen. because what's beginning to happen Denn was bereits passiert, to the priests, wenn es um die Priester geht, we're beginning to be cut out wir werden bereits abgeschnitten, without hands. ohne Hände. So we're beginning to have this separation from Laodicea, Also die Trennung von Laodicea geschieht bereits. but at the same time, Zur gleichen Zeit aber what's happening to the Levites? geschieht was mit den Leviten? Where are they? Wo sind sie? They're here. Sie sind noch hier. So the Levites are still like this. Und die Leviten sehen so aus. And Und wir, we're not in the middle of this mountain, we're just on the edge starting to come out. wir sind nicht in der Mitte des Berges, aber ganz am Rand, kurz davor herauszubrechen. So Daniel 2 doesn't give us a comprehensive picture of what it looks like in real life. Daniel 2 zeigt uns kein zusammengefasstes Bild, wie es im wahren Leben auszusehen hat. So that was just a short study Das war ein kurzes Studium on the 2 churches. über die beiden Gemeinden. And we put a star against this one because this is the church. Wir haben hier ein Sternchen hingemacht, weil das die eigentliche Gemeinde ist. The church Die Gemeinde is the body. ist der Leib. The body stays Der Leib bleibt and everything else leaves. und alles andere verlässt. And the stone Und der Stein did not leave. verlässt nicht. It was where it was, Er bleibt dort, wo er war, and the mountain left. und der Berg hat sich davon bewegt. The last sentence of the passage. Der letzte Satz vom 1. Testimonies.
Yes. Aus der Zeugnisse. Those who love the spirit of the third angel's message can have no union with the spirit of R and his wife. Diejenigen, die den Geist der dritten Engelsbotschaft lieben, können sich nicht mit dem Geist von er und seiner Frau vereinen. So, R and his wife Also die Person er und seine Frau are who? sind wer? Some people who draw. People who draw off, they're the jealous and the fault finding, Es sind also die Eifersüchtigen und die Fehlersuchenden, die sich zurückziehen, watching for evil, die nach dem Bösen Ausschau halten and they'll be shaken out. und sie werden ausgesichtet werden. And those who love the spirit of the third angel's message will remain. Und alle, die den Geist des dritten Engels lieben, werden zurückbleiben. So, what's the shaking Was ist die Sichtung jetzt hier? or the great sifting time? Oder die Sichtungszeit? The third angel. It's the third angel's message. Das ist die Botschaft des dritten Engels. Third angel's message is what causes this sifting or shaking. Der dritte Engel verursacht, die dritte Engelsbotschaft verursacht die Sichtung. It will test everybody. Sie wird jedermann prüfen. So we can say Sorry. No, go ahead. that the angel's message is in the Yes, the third angel's message is the test. Die dritte Engelsbotschaft ist die Prüfung. Sister Tamina? I was going to ask it about when the stone is demounted, is this 35 and then the 2 where it says that the stone becomes the mount? In 35, Wenn Vers 35 the stone that becomes a mountain, und dort der Stein, der zu einem Berg wird, the mountain that's brought to view there der Berg, den man hier sieht, Vers 35, is not that mountain. ist nicht der gleiche Berg, It's another mountain. ein anderer Berg. In fact, that other mountain is the stone. Der andere Berg ist der Stein. So that stone grows. Der Stein wächst. It says, end of 35, the stone becomes a great mountain and fills the whole earth. Am Ende von Vers 35 heißt es, dass der Stein zu einem großen Berg wird und die ganze Erde erfüllt. So before it does that, Bevor es dazu kommt, what has filled the earth? was hat dann die Erde erfüllt? The statue has filled the earth. Das Standbild hat die Erde erfüllt. So the stone Der Stein replaces the statue. kommt anstelle des Standbildes. And the problem is the stone is too small to do that. Da gibt es allerdings ein Problem, dass der Stein nämlich zu klein ist, um diese Rolle zu übernehmen. So the stone needs to grow, Der Stein muss also wachsen, which is why this kind of imagery weil dann würde dieses Bild hier is useful sehr nützlich ist, because you can see that the stone could grow that way. weil man sehen kann, dass der Stein auf diese Art und Weise wachsen kann. Brother Gabriel had a question. Bruder Gabriel hat eine Frage. From? Oh, okay. It says 1 Corinthians 3:16. 1. Korinther 3,16 heißt es, First Corinthians 3:16. This is our first question. unsere erste Frage. And I'm panicking. 1 Corinthians 3:16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? The question is, Wie lautet die Frage? Stone is the temple. is that the question? Is the stone the temple? Yeah, he asked if that is a fitting picture that the temple, which is God's true people, is the stone. I would say yes. So his question is, Die Frage lautet, when we looked at some New Testament passages, wenn wir einige Abschnitte im Neuen Testament uns anschauen, we searched for the word body, dort haben wir nach dem Wort Leib oder Körper gesucht. but
Brother Gabriel has searched for the word temple, Aber Bruder Gabriel hat nach dem Wort Tempel gesucht went to 1 Corinthians 3:16, und ist bei 1. Korinther 3,16 gelandet. and he asked, Fragt nun, is the temple ob der Tempel the same as the body? das gleiche wie der Leib ist We should make it the same as the stone. und das gleiche wie der Stein. I added the body bit in there. He didn't mention that. I added a bit about the body. He just Ich habe went. den Leib hinzugefügt, das hat jetzt nicht zusammengebracht. So it would seem to me that the temple is the stone, yes. Ja, für mich scheint es so, dass der Tempel der Stein ist. Especially in the context of this passage, Besonders im Zusammenhang dieses Abschnitts. because this is Paul speaking to the church of Corinth, Denn hier spricht Paulus zu der Gemeinde von Korinth. which is this church here, the Christian church, Ephesus, Was die Gemeinde von Ephesus, die christliche Gemeinde ist. and it's the body that has remained, Und das ist der Körper, der zurückgeblieben ist. which is the stone. Das auch der Stein ist. Let's pray.